Frau Führinger, Sie erlebten im Jahre 2019 eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also bei mir war es eine Operation. Nach der Operation wurde ich schon in den Aufwachraum geschickt, also gefahren mit dem Bett. Und da kam es dann zu einem Herzstillstand. Und in diesem Herzstillstand hatte ich dann genau meine Nahtoderfahrung. Ja. Also es war eigentlich erst nach einer Operation, als die Ärzte glaubten, alles okay, alles vorbei, alles gut gelaufen. Im Aufwachraum auf einmal Sendepause. Ne? Wie haben Sie Ihre Nahtoderfahrung erlebt? Ja, ich habe geschlafen, ich war im Narkosezustand und als ich dann meine Nahtoderfahrung hatte, war es für mich so, ich stand auf einer Wiese. Die Wiese war wirklich wunderschön grün und sehr seltene Blumen, viele Blumen. Also ich weiß keine Wiese, wo so schöne Blumen wachsen. Zu meiner rechten Hand war ein wunderschönes Licht. Und es war wie eine Lichterwand, ganz hell. Und die Wiese war weit, es war eine große Wiese. Und vor mir in weiterer Ferne habe ich dann einen Berg gesehen. Und ich stand da und hatte die Entscheidung, gehe ich jetzt in das Licht, das mich irgendwo anzog. Es war verführerisch. Ja? Und dann bin ich da gestanden und habe gedacht, nein. Ja? Und bin geradeaus über die Wiese gegangen. Und dann kam ich immer näher zu diesem Berg. Und ich stand vor dem Berg, habe mir gedacht, wow, schön. Ja? Und der sieht ja aus wie eine Pyramide. Vor mir ein kleiner, seichter See, eine schöne grüne Wiese, Kühe. Da ist es schön. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ich rieche nichts. Ja? Es ist so schön da, aber ich rieche so gerne das Wasser. Ich bin ein Naturmensch. Ja? Also in der Früh raus, die Vögel zwitschern. Ich höre keine Vögel zwitschern, ich sehe die Tiere, aber ich rieche kein Wasser, ich rieche keine Bergluft, ich rieche nichts mehr. Und das hat mir irrsinnig gefehlt, dieser Geruch. Also das ist so eine Liebe, ja, das merke ich auch jetzt zur Natur. Ja. Ich bin auch viel mehr dankbar geworden dadurch. Wenn ich rausgehe, ich habe das immer schon geschätzt, ja, den Regengeruch, und ich liebe es. Ja. Aber das mag ich jetzt noch viel mehr, das doch zu erleben dürfen. Also es war wunderschön, diese Geborgenheit, diese Wärme, wunderschön, unbeschreiblich schön, ja. Das war wirklich schön. Und ich habe mich dann entschieden, zu dem Berg zu gehen und bin auf diesen Berg zugegangen. Und als ich wirklich die ersten Schritte zu dem Berg hin machte, weiterhin, war meine Nahtoderfahrung vorbei. Also dann hatte ich schon das Gesicht des Arztes vor mir und habe gesagt, wow, ich habe so Schmerzen, gleich ist gleich wieder vorbei, jetzt sind sie endlich wieder da. Ne? Und es war dann mittlerweile 5 Uhr später Nachmittag, also 17 Uhr. Und die Operation war eigentlich um, ich glaube, 11 Uhr mittags. Also es waren einige Stunden dann, als ich doch weg war. Ja. Dass ich ja dann nicht mitbekam. Ich wurde nur wieder mit Schmerzen und da, habe aber dann gleich wieder geschlafen. Also sie haben mir dann Mittel gegeben und dann bin ich auf der Intensivstation gelegen. Ja. Haben Sie diesen Berg erkannt oder die Form des Berges? Also die Form des Berges, das hat mich dann, als ich nach Hause gekommen bin vom Krankenhaus, ja sehr interessiert, ja, weil er wirklich so ausgesehen hat wie eine Pyramide. Ja. Für mich ist es, ich gehe zu einem Berg, unten ist mal Wald und dann kommt erst der grau-weiße Stein von diesem Berg. Ja. Das war nur grau-weiß. Ich habe dann später an den Fotos und an den Recherchen erkannt, oh, die Steine vom Berg sind ja auf den Bildern so grau-weiß. Ne? Und die Form der Pyramide, ja, und ich habe dann recherchiert und tatsächlich gefunden und exakt wirklich dieses Bild mit dem See, der mir auch sehr seicht vorkam und ich mich gefragt habe, warum ist ein See so seicht, ja, dass das die pyramidenförmige Sonnenspitze mit dem Igelsee ist. Und das Ganze ist in Tirol, ja. Und ich bin ja eigentlich weit weg von Tirol, keine Ahnung, ja, wie es dort aussieht.
Vielleicht komme ich irgendwann dorthin, ja, irgendwann mal. Aber das war sehr schön, ja. Es ist wirklich die pyramidenförmige Sonnenspitze und eindeutig unten kein Wald auf dem Berg. Also es ist wirklich grau-weißer Stein bis oben hin, von unten bis oben, die pyramidenförmige Form. Und davor, vor dem Gebirgszug, da gehört dazu der Teierkopf, ja. Und auch, ich habe auch gewusst, in meiner Nahtoderfahrung zu meiner rechten Hand ist ein anderes Land. Und der Gebirgszug erstreckt sich wirklich über Bayern. Und zu meiner rechten Hand war dann Bayern, ja. Mhm. Also es passt wirklich alles, ja. Es passt wirklich alles zusammen. Waren Sie vor der Nahtoderfahrung schon jemals in Tirol und haben diesen Berg gesehen? Nein, nein, nein. Also es ist bei mir so, ich komme wirklich nicht dazu, viel auf Urlaub zu fahren. Wir haben im Nebenerwerb noch eine kleine Landwirtschaft. Also Urlaub ist bei uns sehr klein geschrieben. Es ist maximal sind es Tagesausflüge, die sich hier in der Gegend erstrecken, ja, die wenig Zeit in Anspruch nehmen und ich dann am Abend wieder zu Hause bin, damit ich meine Tiere versorgen kann. Aber nein, dort war ich definitiv noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Nur von den Recherchen weiß ich, es ist Ehrwald und auch Leutschacher Gebiet, aber ich war dort definitiv noch nie. Gehen wir noch einmal zurück zu Ihrer Nahtoderfahrung, zu dieser Wiese. Haben Sie einige Blumen erkannt auf dieser Wiese? Also ich habe die Form gesehen und sage, ich habe solche Blumen noch nie gesehen. Es waren schöne rote Blumen dabei, also bunte Farben. Die Wiese war auch sehr saftig grün und es waren schöne rote Blumen dabei mit Blumenblüten. Die war in der Mitte gelb und so eine Blume weiß ich gar nicht. Es war blau, es war weiß, aber ich konnte nicht wirklich sagen, okay, das ist jetzt eine Blume, die ich von hier kenne. Nein. Dieses Licht, das Sie da gesehen haben, wie weit weg war das von Ihnen? Wenn ich hier einen Abstand schätzen müsste, also ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich meine Hand ausstrecke, ja, dann brauche ich mich nur einmal umdrehen und wenige Schritte in das Licht gehen. Also es war sehr nahe. Aber es war rechts von mir. Wenn ich meine rechte Hand ausstrecke, zur Seite strecke, hatte ich das Gefühl, dann gehe ich dort in das Licht. Mhm. Ich habe auch hingesehen. Ich habe hingesehen zu dem Licht, habe nach rechts gesehen, habe nach vor gesehen, so wofür entscheide ich mich jetzt oder was mache ich jetzt? Und ja, es hat mich einfach der gerade Weg zu dem Berg hingezogen. Können Sie dieses Licht noch etwas besser beschreiben? Es hat aber nicht geblendet. Es war angenehm hell. Es war sehr angenehm warm dort, wo ich war, aber auch vor dem Licht, wo ich stand, auf der Wiese. Es war sehr, sehr warm, sehr angenehm, wunderschön. Und es war so ein extremes Gefühl der Geborgenheit dort, wo ich war. Und dieses Gefühl kann man hier nicht beschreiben. Es gibt wunderschöne Momente in meinem Leben, und wo ich mich geborgen fühle und wohlfühle. Nur diese Geborgenheit gibt es hier nicht. Mhm. Also das ist unbeschreiblich. Das ist so unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich schön. Das kann man mit Worten nicht beschreiben. Das ist ein Gefühl, das ist eine Wärme. Und auch wenn ich es jetzt versuche nachzufühlen, ja, ich spüre eine Geborgenheit, aber nie die, wie ich dort gestanden bin. Machten Sie in Ihrem Leben noch weitere spirituelle Erfahrungen? Also es war so, dass jemand gestorben ist, der mir sehr, sehr nahe stand. Und ich war im Sterbeprozess dabei. Und es war eine Frau, und als sie gestorben ist, habe ich sie gesehen, wie sie im Krankenhaus sich in dem Spitalsnachthemd in ihrem Körper aufsetzt und zur Tür im Spital dort auf den Gang rausgeht. Und ich bin damals nachgegangen. Und ich stehe da und denke mir, okay, die geht mit ihrem Spitalsnachthemd den Gang entlang und verabschiedet sich nicht von mir. Und dann war es weg und ich bin wieder rein zu der Krankenschwester und habe ihr das kurz erzählt, und sie hat mich nur angesehen und hat gesagt, lassen Sie sie gehen. Es ist in Ordnung, lassen Sie sie gehen, verabschieden Sie sich von ihr, lassen Sie sie gehen.
Und damals, ja, ich bin neben mir gestanden zum ersten Mal, als ich das hatte. Mittlerweile hat sich das verändert. Mhm. Und ich bin damals nach Hause gefahren und es war eigentlich immer so, dass schon 2 liebe Angehörige von mir verstorben sind. Und als ich nach Hause gefahren bin im Auto, äh, ich habe ein Lieblingslied, das ist das Lied von Candle in the Wind von Elton John, das er für die Lady Di geschrieben hat, weil ich Lady Di so bewundert habe. Und ich steige in das Auto ein, also bei dieser Frau, und ich drehe den Radio auf und es spielt Candle in the Wind, die Version für Lady Di. Und auch beim zweiten Angehörigen, der verstorben ist, war ich im Spital, nur hatte ich diese Erfahrung da nicht. Also er hatte vorher ein Lächeln im Gesicht und ist friedvoll gestorben. Ich steige danach ins Auto ein und es spielt wieder Lady Di, Candle in the Wind. Das sind die Zeichen von oben. Ja. Und jetzt ist dieses Lied, es ist eigenartig, immer wenn es dieses Lied spielt, weiß ich, da könnte etwas kommen. Und wirklich, da passiert entweder was Schönes, es kommt immer etwas. Aber nur auf diese Version für Lady Di. Das sind die Zeichen. Das sind einfach Zeichen, ja. Das ist das Zeichen, ja, danke oder warum auch immer, oder mir geht's gut. Mittlerweile weiß ich es, ja. Mhm. Das durfte ich lernen, ja. Auch damit umzugehen, ja. Dass ich es auch jetzt in meiner Arbeit, ich bin Humanenergetikerin, dass ich, wenn ich mit Menschen arbeite und Verstorbene sehe, ja, dass ich ihnen diese beschreibe, ja, und ihnen aber vermittle, schau, ich sehe es im Licht, ja, also es gibt für mich keinen, den ich nicht im Licht sehe. Sie haben gesagt, dass Sie auch noch bei Ihrer Arbeit Verstorbene sehen können. Das passiert meistens nebenbei. Ich arbeite mit Kranio, aber auch sonst mit Kinesiologie. Momentan eben in Pause durch Corona. Und da ist es schon so, dass wenn die Menschen hier liegen und dann sehe ich meistens neben dem Massagetisch, ja, steht jemand. Und dann bin ich es eigentlich, wie die Person darauf anspricht und sagt, du kennst du jemand, der so und so aussieht und er zeigt sich so oder dann überlegen sie, ja, und die ist da gestorben und dann bekomme ich vielleicht auch noch ein Bild, es war einmal ein Bild von einem Grab mit nur gelbe Blumen auf dem Grab. Ne? Und da wundere ich mich dann, ich sehe ein Bild mit nur gelben Blumen, ne, auf einem Grab. Und ich sage, dann denke ich, ja, war das vielleicht ihre Lieblingsfarbe? Sagt sie, nein. Dann beschreibe ich ihr die Situation, das habe ich gesehen. Dann sagt die zu mir, es waren tatsächlich bei ihrem Begräbnis nur gelbe Blumen auf dem Grab. Ja. Also das war tatsächlich so, ja. Wie genau können Sie die Verstorbenen erkennen? Also erkennen Sie Kleider oder Haarfarbe oder sowas? Ich erkenne das Gesicht, also sie zeigen sich so, entweder in dem Alter, wie sie gestorben sind oder auch jünger. Für mich ist es das Gefühl, sie zeigen sich so, wie es ihnen gut geht. Oder ja, das kann ich nicht sagen. Aber es ist so, ich kann die Gesichtsform beschreiben, ja. Also das längliche Gesicht oder die Haare, ja, aber ob es schöne Haare, also manche hatten zu Lebzeiten immer ein gepflegtes Äußeres, das erkennt man dann auch, die gepflegten Haare oder weniger Haare, die Gesichtsform, ja. Also Kleidung dann ab und zu in der Kleidung, dass man die Person vielleicht so einordnen kann. Ja. Wann hat sie gelebt? Ein älteres Gewand, das gibt es auch. Zum Beispiel Anzüge, ja, die mit weiterer Hose oder so einen Nadelstreif oder kürzere Jacken oder vom Kragen her. Ja. Also das sehe ich dann schon. Ja. Und das kann ich dann schon beschreiben. Ja. Und sie zeigen sich immer ja, so wie sie waren. Nicht? Entweder hatten sie ein sehr gepflegtes Äußeren, eine Dame, die gern Schmuck getragen hat, oder von der Körperform, waren sie schlank, waren sie ja, etwas molliger, wie haben sie ausgesehen, manchmal auch das Gefühl, es ist ihnen gut gegangen zu Lebzeiten oder es war etwas in ihrem Leben, also, oder
wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere und frage, woran bist du gestorben, denjenigen, ne? Dass ich in meinem Körper in der Gegend spüre, also dort habe ich ein Unwohlsein und dann sage ich das zu meinem Klienten, sage, ist er vielleicht, ich spüre das in meiner Gegend, ja, zum Beispiel in meiner Bauchgegend, ja, ist eine Aorta geplatzt, ist er an Darmkrebs oder irgendwas in dem Bauch, ist er daran gestorben. Ne? Und das passt auch immer, ja. Sie haben ja diese Nahtoderfahrung erlebt, oder haben Sie schon vorher eine bestimmte Beziehung zu der jenseitigen Welt gehabt? Ja, die hatte ich schon vorher, eben durch diese ganzen Erfahrungen. Für mich ist das normal. Also für mich ist die geistige Welt genauso normal wie diese Welt. Es ist eine Geburt. Ich sehe das wirklich als Geburt. Ja? Wenn der Mensch zur Welt kommt als Baby, weiß er auch nicht, was ist vorher passiert, ne? Der Übergang dazwischen. Und dann sind wir hier und dann gehen wir halt wieder, ich sage wirklich dorthin nach Hause, denn das Gefühl der Geborgenheit ist ein Zuhause. Es ist wirklich, dort bin ich zu Hause. So hatte ich auch das Gefühl. Und das ist wieder ein Heimgehen. Es ist nur ein Wechsel. Frau Führinger, Sie haben auch noch einmal eine außerkörperliche Erfahrung. Also ich hatte einen Unfall. Ich war dann auch im Krankenhaus. Es gab für mich leider aus ärztlicher Sicht nur Schmerzbehandlung und ich wurde mit Schmerzmittel und Cortison behandelt. Das hielt ich jedoch fast nicht mehr aus. Ich kam dann zu einer Therapeutin, die mich behandelte. Und sie hat mir wirklich helfen können. Es hat sehr lange gedauert, sie hat mir helfen können. Aber als ich da im Bett mit diesen Schmerzen lag, habe ich mir wirklich gedacht, bitte lieber Gott, lass mich sterben, denn ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus. Und habe dann wieder eingeschlafen durch die Schmerzmittel. Und es war dann für mich so, dass ich mich im Zimmer neben mir stehen habe sehen und habe meinen Körper am Bett liegen sehen. Aber ich war größer als die Zimmerdecke und ich habe auf mich hinuntergesehen. Meine Kinder waren noch kleiner und ich habe die Kinder im Schlafen Mama, Mama schreien gehört. Und das war für mich so herzbewegend. Das habe ich im Herz gespürt und habe gemerkt, dass ich in meinen Körper wieder hineingegangen bin, mich wirklich hineingequetscht habe, mir gedacht habe, wirklich verdammt nochmal, ist dieser Körper eng, ja, da gehe ich wieder rein. Aber ich bin dann wieder munter geworden. Es ist auch gut ausgegangen. Also ja, ich bin auch relativ schmerzfrei. Also ich habe diese Schmerzen so in der Form gar nicht mehr, in leichterer Form ab und zu, aber ich kann mit alternativen Sachen, mit Homöopathie oder den verschiedensten alternativen Sachen mir sehr gut helfen und brauche ganz wenig Schmerzmittel. Und wenn, dann nur leichte. Haben Sie noch Angst vor dem Sterben? Nein, definitiv nein. 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 Ich weiß, wenn ich darüber gehe, das wird wunderschön. Also ich wünsche mir wirklich, dass ich alt werde. Ich sage immer, ich wäre sehr, sehr alt. Ich lebe sehr lange, ja, und bleibe bis zu meinem Sterbetag gesund. Und dann gehe ich Blitz hinüber, Schlaganfall, Herz ist mir dann wurscht. Aber nein, definitiv nicht. Nein. Frau Führinger, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich sage danke für alles. Herzlichen Dank für alles. Ja. Es war sehr schön.